Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Beyond the Line. Wir sind hier im Trainingslager in Belek in der Türkei, in der Gloria Sports Arena. Hier sind die Top-Athleten der ganzen Welt zu Hause. Hier kommen alle Athleten hin, um sich auf die Saison vorzubereiten und auch wir. Und ja, ich nehme euch heute mal mit, einen Tag im Trainingslager und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! Fange ich jetzt mal mit dem Warm-up an, laufe jetzt hier ein bisschen ein, muss ein bisschen aufpassen, hier sind echt viele andere Athleten, das belgische Nationalteam ist hier, hier sind auch unsere Konkurrenz ist hier schon am Werfen, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, aber sollte passen. Nein, das ist doch ganz schön schwer. Viel trainiert die letzten Tage, Muskelkater. Aber deswegen jetzt ein bisschen bewegen, Auftakt machen sozusagen vor der Sperrwurfeinheit heute Nachmittag, Technikeinheit. Da brauche ich dann schnelle, leichte Beine und deswegen machen wir jetzt ein bisschen Programm, dass das morgen auch, heute Nachmittag auch gut funktioniert. So, die Sonne raus und dann sind noch alle Athleten wieder am Start. Ja, zurzeit vor allem die Beine und der Rücken, die einfach echt fest sind. Durch so viele Trainingsreize ist das einfach alles fest. Dann muss ich immer wieder mit Faszienrollen und denen schauen, dass ich die wieder betriebsbereit bekomme. Genau, das ist einfach im Trainingslager halt immer deutlich mehr Umfänge und deutlich öfter dann die Belastung. Wir werfen heute Nachmittag 900er oder 800er? 900er. Bleiben wir dabei. Das ist immer der nervigste Teil vom Warm-up. Macht keinen Spaß, tut weh, aber man fühlt sich besser. Eine kleine dazu. So ein bisschen halt. Einfach ausschwingen, rückenfrei machen, lang machen. Ganz gut. So sehen die Hände dann aus im Trainingslager. Alles schon ein bisschen demoliert, aber ist normal. Gehört dazu. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Hier hochklettern. Fürs Video natürlich nur. Sieht gut aus. Mittagsprogramm ist geschafft, war jetzt wirklich nicht viel, eine entspannte Session heute Morgen, damit ich dann auch ready bin und noch nicht zu kaputt für die Wurfeinheit später. Genau. Hallo Hux, oder? Zufrieden? Ready für heute Nachmittag? Gehen jetzt hier gleich noch ins Eisbad, einfach ein bisschen, fühlt sich immer gut an, fühlt man sich echt gut danach. Genau, und dann reicht es erstmal für den Mittag. Dann gehen wir dann zum Mittagessen und danach mache ich einen kleinen Nap.
Let's go. So, ist echt kalt. Deutlich angenehmer, wenn man nur mit den Beinen drin ist, wenn man jetzt hier so komplett drin steht. Das macht es doppelt so schlimm. Zum Ende nochmal Dive-Session. Ja. Wenn jetzt das Wort hart liegt, ne? Dann für so, ja, so die Windschein, die in der Tür. Oh je. Das geht nicht ein bisschen. Das winkt uns da. Nee, danke. Boah. Ich bin echt froh, kein Läufer zu sein. Der Hitze jetzt hier die Runden zu drehen, eine Runde nach der anderen zu rennen. Die sind ja alle teilweise reihenweise dann auch mal am Kotzen oder. Also bin ich froh, das nicht machen zu müssen. Nice throwing session. Yeah, how was it? Felt good? Yeah, good. Yeah. Very good. Yeah. Nice one. Was a PB? Yeah, that's Let's go. Yeah. Vom Mittagsessen ist jetzt geschafft. Da habe ich mir das Mittagessen auch verdient. Danach mache ich dann einen kleinen Nap, so 1-2 Stunden. Genau, und dann bin ich ready für die Nachmittagseinheit. Kleinen Proteinshake noch. Sieht schon echt cool aus. Die ganzen Olympiasieger an der Wand, die auch hier schon vor Ort trainiert haben. Zum Beispiel hier die Aline Rotten. Oder auch hier mein ärgster Konkurrent Jakob Wattlich. Guter Typ. Genau. Ist schon ganz cool zu sehen. Da will ich dann auch irgendwann mal hängen. Ich trinke jetzt immer frisch gepressten Saft. Trinke ich jeden Tag hier so eine Karottensaft mit rote Beete. Ist gesund. Ich habe noch ein Käffchen gemacht. Danke. Aber der Nap hat schon gut getan. Stimmt, vielleicht kannst du noch an die wunderschöne Stelle da in der Kehle. Das war auch übel gestern. Das ist immer schön, Schmerz mit Schmerz bekämpfen. Eigentlich der Kreislauf des Leids. Ja, auch mal aber durch diese Zunahme in Außenrotation verlierst du normalerweise eine Innenrotation. Ja, die ist bei mir echt schlecht, aber habe ich jetzt in letzter Zeit öfters mal auch hier an der Genau. Seite dann ein bisschen gedehnt. Musst du ein bisschen nacharbeiten, ja. Ja, muss man halt immer so ein bisschen ausgleichen, ne? Aber das ist halt die Sportartspezifik. Das haben außer euch das Baseballer zum Beispiel extrem, dass die eine Wahnsinns-Außenrotation haben. Der handelsübliche Mensch kommt bis hier ungefähr. Und beim Speerwerfer ist das so die Norm und da kommt man bei ihm eigentlich auch ganz gut hin, ohne jetzt groß nachzudrücken. Easy. Dafür haben wir die Innenrotation, was das hier wäre. Die endet jetzt am Wurfarm bei ihm hier. Naja, da kannst du schon ein bisschen weiter drücken. Wirklich, Da geht noch ein bisschen mehr. fast schon optimal, wobei sie beim Nicht-Wurfarm, also dass du den Unterschied siehst, ne? Und das ist beides bei fixierter Schulter. So, das ist der Thorsten, mein Physiotherapeut hier im Trainingslager. Der kümmert sich darum, dass ich belastungsfähig bleibe, dass ich überhaupt das Training durchhalten kann. Das ist eine von vielen Maßnahmen natürlich, die ich mache zur Regeneration. Das ist extrem wichtig. Ohne das würde es nicht funktionieren.
Und da bin ich echt dankbar, dass ich da der Thorsten sich jeden Tag um mich kümmert und mich in Stand hält. Ready. So, Käffchen, dann raus, Warm-up, dann wird geworfen. So, dann zeige ich euch mal mein Zimmer. Sieht nicht so gut aus, bitte nicht so genau gucken. Wir sind ja jetzt aber auch schon seit einer Woche hier. Genau, das ist hier das Zimmer. Direkt mit dem Balkon. Hier hat man den Blick nach draußen auf die Anlage. Das ist echt immer ganz cool. Hier auf der Max auch gerade. Das ist schon schön, wenn man dann hier morgens aufsteht, aufwacht. Mit dem Blick hier. Ziel ist heute aber auch nicht unbedingt jetzt weit zu werfen. Ich will jetzt nicht unbedingt hier die 80 Meter oder so übertreffen, sondern ich will an der Technik arbeiten. Wir machen heute ganz viele Trills auch vorbereitend aufs Werfen, um einfach daran zu arbeiten, die Technik besser umzusetzen. Will ich vor allem heute darauf achten, dass ich hier auf rechts auf dem Vorderfuß lande und schnell gegen links komme. Das ist so, wo ich heute drauf achten will. Und generell einfach schön zu werfen und nicht unbedingt weit. Den Finger mal abtapen. Ich habe den Speer hier zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Das ist der Foregrip und genau, da entsteht immer relativ viel Reibung und damit das nicht aufplatzt, muss das abtapen. Kann ich euch hier nochmal zeigen. Das ist ja der Speer. Die meisten haben den Speer so in der Hand, aber ich habe den seit meinem Daumentrümmerbruch, den ich mir beim Handball noch zugezogen habe, ist aber auch schon ewig her, habe ich die Technik gewechselt und habe den Speer mittlerweile hier im Zangengriff. Genau. Seite Tor schießen, da willst du rein. Ja. Jetzt geht der Coach ein bisschen Gassi mit mir. Genau. Ich ziehe ihn im Prinzip an der Leine, wie ein wild gewordener Hund. Genau, Herr Lux versucht dagegen zu halten. Okay. Endlich geschafft. Jetzt kommen wir zum spaßigen Teil des Tages. Jetzt wird geworfen. Wir werfen hier mit den 900 Gramm Speeren. Das sind 100 Gramm schwerer als der normale Speer. Genau, darum, da geht es einfach darum, ein bisschen Wurfkraft zu trainieren. Und ja, jetzt geht's endlich los. Ich habe nur auf Runden geachtet. Ja.
ein bisschen, also ich kriege ihn noch nicht hier, war noch ein bisschen weit draußen. Ja, ein bisschen, die Würfe waren schon echt gut. Aber ich achte dann halt immer entweder auf die Beine oder auf den Oberkörper, das muss man immer so ein bisschen separat sehen. Und der letzte Wurf war jetzt oben gut, aber die Beine waren ein bisschen zu langsam. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das so langsam zusammenführe und dann sieht's gut aus. So, die erste Serie ist jetzt durch auf dem Tatan, auf der Anlaufbahn. Fühlt sich richtig gut an. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich heute so gut werfen kann. Die letzten Tage echt schon arg Rückenschmerzen gehabt. Das aber echt gut in den Griff bekommen und jetzt hier in der Sonne so schön zu werfen, das macht richtig Spaß und Technik fühlt sich auch gut an. Und die Sperre, das sind jetzt 900 Gramm Sperre, sind Richtung 80 Meter, um die 80 Meter geflogen. Und theoretisch kann man sagen, so 10 Meter plus draufrechnen auf 800 Gramm Sperre. Ja, das ist nice. Aber das muss besser vorbereiten. Ich muss Stemmwirkung. Okay. Obwohl du hier gut stehst, aber wie geht's dann weiter? Knickbein, ne? Und nicht so viel. geht, nicht so ja. viel. Mach ich lieber ein bisschen langsamer. Dann kann ich mich mehr auf die Technik konzentrieren. Kommt besser in die Abwurfposition rein. Jetzt ein lockerer, schöner, technisch sauberer Wurf. Zwischen 60 und 100. Wurfeinheit geschafft. Ja, war jetzt, denke ich, auch die letzte Wurfeinheit vom Trainingslager. Waren jetzt wirklich viele Würfe, aber ich habe das jetzt einfach komplett ausgenutzt, dass ich mich gut gefühlt habe und dass wir so schönes Wetter hatten. Habe ich so viele Würfe wie möglich gemacht und nee, es hat echt gut funktioniert. Ärgert mich nur ein bisschen, dass ich dann auch wieder ein bisschen zu viel gemacht habe. Ich wollte mich ja schon eher mehr auf die Technik konzentrieren, entspannte Würfe machen, aber ich habe mich dann so gut gefühlt, dass ich dann einfach ein bisschen auch draufgehauen habe, ein bisschen mehr gemacht. Richtig gute Würfe. Weit sind sie auf jeden Fall geflogen. Technik ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Da ist halt immer noch so ein bisschen, dass ich zu weit von rechts drücke und dann links hier nicht ganz ins Stemmen komme. Immer noch so ein bisschen durchschiebe. Und genau, aber das werden wir dann auch die nächsten Technikeinheiten gut hinbekommen, denke ich. Ich mache jetzt noch ein bisschen statisches Dehnen zum Abschluss, einfach um ein bisschen runterzufahren, die Muskeln nochmal zu entspannen. Dann gehe ich gleich noch in die Sauna und dann war es das auch für heute. War das ein erfolgreicher Tag und dann gehe ich vielleicht später nochmal zum Thorsten vorbei, zur Physiotherapie. Dann gibt es noch Abendessen und dann werde ich irgendwann später kaputt ins Bett fallen. So, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes durch für heute. Ich gehe jetzt nur noch in die Sauna, entspanne mich ein bisschen und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war die zweite Episode von Beyond the Line. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.